In meinem letzten Solos-Video haben sich in den Kommentaren ja so ein paar Spezialisten beinahe überschlagen, weil ich als Plural von Solo das Wort Solos benutze statt Soli. Man könnte sich alternativ ja auch mal kurz informieren, ob das dann nicht auch sogar stimmen könnte. Zum Beispiel im Duden. Und deshalb heute wieder 3 epische Gitarren-Solos, an denen du dich unbedingt probieren solltest. Hallo, Stefan Pietrik hier und willkommen im neuen Video. Zu jedem Gitarrensolo, das ich hier vorstelle, gibt es bereits ein ausführliches Video-Tutorial dazu. Diese verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Gitarrensolo Nummer 1, Knockin' on Heaven's Door von Guns N' Roses. Die Gitarre gespielt natürlich von Slash. Mal abgesehen davon, dass das ein wunderbar melodiöses Solo ist. Es ist mein Favorit für Solo-Anfänger. Neben dem Let It Be Solo von den Beatles, das ich letztes Jahr in dem anderen 3 Solos Video vorgestellt habe. Und weil das so ist, erkläre ich hier nicht nur, wie das Solo gespielt wird, sondern ich unterteile das Solo in einzelne Licks und erkläre dir in jedem dieser Licks die Spieltechnik und auch welche Tonleiter, welches Pattern jeweils zum Einsatz kommt. Also echter Lernstoff für Gitarristen, die nicht nur nachdatteln wollen, sondern auch wissen wollen, was sie da genau tun. Warum genau macht das Sinn? Wenn ich mir schon die Mühe mache, mir 1:1 ein Solo drauf zu schaffen, bis ich es so richtig in den Fingern habe, dann mache ich das doch so, dass ich mit den Licks, die ich dort lerne, auch außerhalb genau dieses Solos was anfangen kann. In einem völlig anderen Kontext, zum Beispiel bei einer Improvisation oder wenn ich mir zu einem Song ein eigenes Solo basteln will. Und darum ist es auch so wichtig, genau zu wissen, was man tut, damit ich genau diese Licks dann auch in einer anderen Tonart spielen kann oder sogar in einer anderen Rhythmik. Denn was nützt mir ein 16. Triolen-Lick, den ich zwar bei Tempo 80 spielen kann, bei Tempo 120 aber nicht mehr. Ich könnte ihn aber spielen, wenn ich ihn zum Beispiel in gerade 16. aufteile, also 4 Noten pro Zählzeit statt 6. Solo Nummer 2, Bohemian Rhapsody von Queen. Brian May heißt der Gitarrist. Der Song Bohemian Rhapsody besteht aus 6 unterschiedlichen Teilen. Ein Teil davon ist das Gitarrensolo, ebenfalls eines der größten Gitarrensoli der Rockgeschichte. Definitiv nichts für Solo-Anfänger. Schon alleine aufgrund der nicht so ganz einfachen Rhythmik, wie Brian May das eben so spielt. Und dann gibt es da natürlich auch die ein oder andere Stelle, da haben so einige Gitarristen erstmal Probleme damit. Das Tutorial zum Bohemian Rhapsody Solo war eines der letzten Videos von mir, die ich linkshändig dargestellt habe, weil ich eben mal Linkshänder bin. Also seit Anfang 2024 spiegel ich meine Tutorials, weil wohl niemand mit einer rechtshändigen Darstellung Probleme hat. Linksrum allerdings gibt es schon so einige. Allerdings jetzt nur bei Bohemian Rhapsody. Die beiden anderen Solos gibt es als gespiegelte Tutorials. Wie es sich gehört, habe ich auch dieses Solo in einzelne Licks bzw. Pattern aufgeteilt. Erkläre diese in aller Einzelheit und spiele sie dann nochmal langsam vor. Und am Ende des Tutorial-Videos nochmal das komplette Solo in halber Geschwindigkeit.
Solo Nummer 3, Comfortably Numb, Pink Floyd, David Gilmour. Das legendäre Schlusssolo natürlich, was sonst? Was für ein Wahnsinnsteil. Für mich der ultimative Höhepunkt des kompletten Songs. Beginnt eher gemütlich. Nimmt dann etwas an Fahrt auf. Und gegen Ende explodiert es doch ziemlich und man könnte es schon fast als aggressiv bezeichnen. Und ganz am Ende dann noch so ein rhythmisches Schmankerl, ja, muss man sich ein bisschen eingehender damit beschäftigen. Ich habe für mein Tutorial, also weißt ja, das verlinke ich in der Videobeschreibung, das Solo in 16 Licks unterteilt. Und wie bei den anderen Solos auch, habe ich natürlich jeden Lick einzeln vorgestellt. Jeweils 4 Licks habe ich zu einem Solo-Teil, also es gibt dann 4 Solo-Teile, zusammengefügt und diese Teile dann auch nochmal im Zusammenhang vorgespielt. Sowohl langsamer als auch in Originalgeschwindigkeit. Soviel von mir zu den 3 wirklich wunderbaren Gitarrensolos, die ich dir ans Herz legen möchte. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.